Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, ihr seht schon, wir fahren Auto und wir fahren natürlich ein ganz besonderes Auto. Am heutigen Tage geht es um den Hyundai Ioniq 5 und der hat natürlich schon im Vorhinein sehr viel Aufsehen erregt und ist natürlich auch direkt beim Serienmodell ein Vollhammer. Wir reden heute darüber, was der Hyundai hat, was die anderen nicht haben und natürlich über den Freizeitwert. Wir waren mit dem Fahrzeug nicht nur auf der Straße, sondern auch mal kurz im Gelände unterwegs gewesen. Wie fährt er sich da? Was bringt er sozusagen auf der Autobahn nachts? Wie fährt sich der neue Ioniq 5 eigentlich in der Nacht? Was ist zu beachten? Was ist schön? Was ist vielleicht nicht so schön? Tja, eine ganze Menge mehr Informationen und natürlich auch der Freizeitwert, der wird in diesem Video sehr groß geschrieben, denn man kann mit dem Auto nicht nur fahren, man kann das Auto sozusagen als rollende Powerbank nutzen und im Auto sind natürlich zwei komplette Steckdosen verbaut, das heißt einmal hier unten in der Rücksitzbank und einmal dann im Außenbereich zum Anschließen und diese Steckdosen haben wir auch komplett genutzt und euch gezeigt, was man damit alles mal machen kann. Habt viel Spaß bei diesem Video. Ich hatte sehr viel Spaß und in diesem Sinne legen wir los. Ein ganz großes Dankeschön geht an die Firma ASL Lichtblau GmbH in Potsdam, Berlin und Teltow. Die haben mir freundlicherweise den Ioniq 5 für 3 Tage zum Testen zur Verfügung gestellt. Und falls ihr Fragen zu dem Auto habt, alle Kontaktdaten verlinke ich euch gern in meiner Videobeschreibung. Wie von magischer Hand kannst du dein Ioniq 5 mit dem Fahrzeugschlüssel fahren lassen. Das ist sinnvoll, falls sich mal jemand eingeparkt hat und du nicht an deine Fahrertür kommst oder beim Rangieren. Das geht natürlich auch, denn das Fahrzeug fährt hier aber leider nur kurz vorwärts und kurz rückwärts. Ein Lenken ist nicht möglich. Ein- und Ausfahren funktioniert nur geradeaus, macht aber Spaß, um zu zeigen, wie weit eigentlich die Technik heutzutage schon ist oder um deine Freunde zu beeindrucken bzw. deiner Familie zu faszinieren. Jetzt aber zum Kofferraumtest. Ich möchte ebenfalls mit meinem 28 Zoll E-Bike mobil sein und nehme es gern mal über das Wochenende mit. Beim neuen Ioniq 5 ist das Einladen des Fahrrads überhaupt kein Problem. Hier ist genug Platz. Wie man sieht, können Fahrer und Beifahrer immer noch sehr bequem sitzen, ohne irgendwas verstellen zu müssen. Meine doppelte E-Mobilität funktioniert natürlich schon mal im neuen Ioniq 5, was mich unwahrscheinlich freut und dafür bekommt er schon mal einen dicken Pluspunkt. Hyundai liefert das Ladekabel und den Stromadapter zum bidirektionalen Laden im Bestellumfang mit. Mit diesem Adapter könnt ihr Elektrogeräte mit einer ganz normalen Steckdose an euer Fahrzeug anschließen. Das bedeutet, die Welt der elektrischen Geräte steht euch komplett offen. Einfach die Klappe öffnen und den Adapter in die Ladevorrichtung einsetzen. Hinter einer Klappe, die ihr öffnen müsst, versteckt sich dann die ganz normale Schuko-Steckdose. Stecker rein und schon geht es los. Ich kann mein E-Bike jetzt nicht nur im Innenraum des Fahrzeugs durch die innen verbaute Steckdose laden, nein, auch im Außenbereich ist das problemlos möglich und das ist natürlich für alle E-Bike-Fahrer der absolute Traum. Aber auch der normale Wohnungsstaubsauger, der passt hier ran und in Zukunft braucht man diesen einfach nur einzupacken und kann jederzeit an jedem Ort sein Auto säubern und saugen und muss nicht an die 50-Cent Staubsauger zur Tankstelle oder an die Waschanlage fahren. Schnell mal die Haare föhnen ist auch kein Problem mehr und ich sage euch, eure Frauen werden diese Option lieben. In Zukunft heißt es, Baby, du kannst dir bei mir im Auto die Haare föhnen. Das kann man im Porsche nicht. Somit seid ihr immer die Nummer 1. Wichtig ist nur noch eins zu erwähnen, wenn ihr den mobilen Adapter außen angebracht habt, dann steckt er fest und ihr könnt ihn nicht so einfach abziehen. Hier gibt es eine Sicherheitsfunktion. In der Innenseite des Kofferraums auf der rechten Seite müsst ihr in der Verkleidung die Vorrichtung aufschrauben und den kleinen roten Hebel ziehen. Dann ist der Stromadapter wieder komplett entriegelt und erst dann lässt er sich auch wieder abziehen. Und fragt bitte nicht, wie lange ich gebraucht habe, um das herauszubekommen, nachdem ich ihn eingesteckt hatte und wieder abziehen wollte. Als ich das Auto von der Firma ASL Lichtblau abgeholt habe, da kommt man natürlich erstmal so ein bisschen ins Gespräch und man kriegt natürlich eine kleine Einweisung. Und ich habe dann den Verkaufsleiter gefragt, ist denn das Fahrzeug lieferbar? Und habe eine für mich überraschende Antwort bekommen und er sagte, ja, alles was so jetzt verfügbar ist quasi,
ist lieferbar und alles, was jetzt extra angefertigt werden muss mit Sonderwünschen und keine Ahnung hier bei der Gestaltung, also was sozusagen jetzt nicht direkt irgendwo in Deutschland auf dem Hof steht, das dauert dann 3 bis 6 Monate. Also es ist natürlich auf alle Fälle schon mal eine Riesenleistung, wenn du sagst, hey, du möchtest das Fahrzeug jetzt kaufen, dass du das auch verfügbar hast. Ja? Das heißt ja natürlich nicht jetzt, du kannst es morgen mitnehmen, sondern es wird ein paar Wochen dauern, aber es ist auf alle Fälle nicht mehr die Wartezeit wie vor vielleicht noch einem Jahr oder 1,5 Jahren, wo du wirklich auf Elektrofahrzeuge ewig lange warten musstest, weil halt die Verfügbarkeit nicht da war. Die Zeiten haben sich geändert. Top. So, ich bin jetzt mal im Gelände unterwegs und hier so auf dem Feldweg mit vielen Hügeln, da kann der sich auch sehen lassen. Allradantrieb hat er natürlich dabei und vom Prinzip her ist das hier drin total entspannt. Also da draußen ist ein bisschen hucklig und ein bisschen hügelig, aber hier sitzt du immer noch relativ schön auf deinem harten Bürostuhl. Also weich gefedert finde ich das jetzt nicht, aber es ist auf alle Fälle völlig ausreichend und völlig super. Also ich möchte auch gar nicht wieder auf der Couch sitzen. Es funktioniert hier ideal und der Feldweg, der kann mit dem Fahrzeug ebenfalls mal mitgenommen werden und ich werde mal ein bisschen schneller fahren und damit ihr das so ein bisschen merkt mit den Huckeln und Hügeln und ja, also wie gesagt, du musst nicht nur mit dem Ioniq 5 direkt auf der Straße unterwegs sein, du kannst auch mal direkt in die Prärie fahren. Hier waren mal früher Spargelfelder, mittlerweile sind sie abgeerntet, kann man nichts mehr irgendwie essen oder irgendwas anderes. Auf alle Fälle möchte ich euch nur sagen, es ist auf alle Fälle möglich, mit dem Ioniq auch mal so ein bisschen über den Feldweg zu brettern, ein paar Ruckel mitzunehmen. Völlig entspannt, die Lenkung, die setzt nicht aus, beziehungsweise die geht nicht nach links, nach rechts. Es funktioniert, es ist eine ideale Geschichte. Also der Feldweg, der macht natürlich auch mit dem Ioniq 5 Spaß und so ein bisschen mal ab vom Wege zu fahren ist auch mal nicht schlecht, aber mein Feldwegtest hat er definitiv bestanden. Und wir sind natürlich hier auf einer abgelegenen Straße und jetzt wollen wir mal gucken, von 0 auf 100, erstmal über Drive-Modus den Sport-Modus aktivieren und es ist wirklich ein Kracher. Also von 0 auf 100 und los geht's. Zack, 100. Lieber wieder zurück in den Ego-Modus schalten. Wir fahren wieder normal, bevor wir uns das Ganze hier angewöhnen. Ständig muss ja auch nicht sein. Aber also das ist natürlich am Elektroauto das absolute Highlight. Wenn du jetzt richtig mal Gas geben möchtest, dann drückt er dich sozusagen komplett in die 100 in weiß ich wie viele Sekunden, aber auf alle Fälle viel ist es nicht, definitiv. Ja. Und es macht Spaß. Das ist schon mal wichtig, es macht Spaß. Jetzt gibt sich natürlich jeder Hersteller richtig Mühe, die Reichweite dieser Fahrzeuge unwahrscheinlich gut zu erhöhen. Hier beim Hyundai Ioniq 5 sind es je nach Fahrweise zwischen 380 und 450 Kilometer. Das ist schon mal eine richtig gute Leistung, finde ich. Also du kannst wirklich schon mal planen, ein bisschen weiter wegzufahren. Aber das Problem sind nicht die Hersteller. Die geben sich richtig Mühe. Hier passiert richtig was in den Fahrzeugen. Das Problem sind die Hersteller der Ladesäulen. Was ich jetzt in meinem 3-Tage-Test-Video festgestellt habe, ist, dass du einfach mal eine Ladesäule suchen musst mit deiner Ladekarte. Egal was du für eine Ladekarte hast, die geht nicht an allen Ladesäulen. Das heißt, du hast manchmal Pech, dass du eine Ladesäule findest, wo deine Karte nicht funktioniert. Und dann hat man nur noch 40 Kilometer Reichweite, dann bleibst du einfach pauschal stehen. Und das darf natürlich nicht sein im Jahr 2021. Da gibt es natürlich einen guten Verein, der hat sich spezialisiert auf die Vergabe von Preisen bzw. auf die Qualität der Ladesäulen. Den Link, den setze ich euch mal komplett hier in mein Video. Finde ich eine gute Idee. Die machen auch einen Ladesäulen-Award. Ja, total interessant. Und da zeichnen sie natürlich die besten Ladesäulenhersteller aus für die Qualität und dass die wirklich da einigermaßen ihre Ladesäulen dem weiten Publikum öffentlich machen. Denn es kann natürlich nicht im Jahr 2021 sein, dass du wirklich immer Ladesäulen suchen musst, egal ob du in Berlin bist oder hier im Brandenburger Umland. Das funktioniert nicht. Und wenn du dann eine Ladesäule gefunden hast, dann ist die Möglichkeit noch da, dass deine Karte nicht geht. Und warum kann man nicht an allen Ladesäulen mit Kreditkarte bezahlen? Ich verstehe das nicht. Ich komme da nicht mit bei dieser Logik, dass wirklich jeder Ladesäulenhersteller sein eigenes Süppchen hier produziert. Das darf nicht sein und so kommen wir nicht vorwärts.
Autos in diesem Land. Wir wollen grün werden, wir wollen umweltfreundlich werden. Viele sind auch bereit, Elektroautos zu fahren. Aber wenn du natürlich nicht die Möglichkeit hast, zu Hause dein Fahrzeug zu laden, weil du in einer Neubauwohnung wohnst oder im 4. Stock oder irgendwo anders, ja, dann musst du auf Ladesäulen ausweichen. Und da hapert in diesem Land noch ganz gewaltig. Das habe ich wirklich jetzt in den letzten 3 Tagen festgestellt. Und bei Hyundai ist es so, dass in Zukunft für die Hyundai-Fahrzeuge eine Ladekarte kommt, die wirklich an fast allen Ladesäulen funktionieren soll. Darüber gibt es dann auch, wenn alle Informationen gesammelt sind, hier auf meinem Kanal ein extra Video. Das ist total interessant, das finde ich echt gut. Und bis dahin muss sich wahrscheinlich jeder irgendwie ärgern, wenn er keine vernünftige Ladesäule findet. Wie macht ihr das mit den Ladesäulen? Ihr seid ja da wahrscheinlich ein bisschen fitter. Wer schon so ein E-Auto direkt sein eigen nennen kann, der hat bestimmt schon viele Erfahrungen in Sachen Ladesäulen. Seid so lieb und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das macht. Gibt es da wirklich schon eine Version, die wirklich fast überall gültig ist? Oder habt ihr 25 verschiedene Ladekarten in eurem Portemonnaie, um wirklich hier komplett alles laden zu können, was sozusagen auf der Strecke ist? Das interessiert mich. Wie gesagt, einfach mal hier in die Kommentare reinschreiben. Alle anderen wollen es bestimmt auch wissen. Ich denke mal, das ist eine interessante Frage. So, und jetzt sind wir natürlich mal auf der Autobahn. Und direkt auf der Autobahn ist es momentan so, dass ich gerade mal eine 80er-Zone erwischt habe. Das heißt, ich kann ein bisschen entspannt vor mich hinfahren und einfach mal auch den Spurhalteassistenten schon mal testen. Und sofern du hier die weiße Linie ankratzt, zieht er dich automatisch zurück in die Mitte. Also Spurhalteassistent macht schon mal einen richtig guten Job. Das Schöne an diesem Fahrzeug ist natürlich auf der Autobahn, du hast die richtige Höhe. Dadurch, dass du ein bisschen höher sitzt, hast du natürlich auch komplett die Übersicht, und auch beim Head-Up-Display ist es eine wunderbare Geschichte, dass du gleichzeitig den Tote-Winkel-Assistent angezeigt bekommst. Ich kann euch das leider nicht zeigen, weil dieses Head-Up-Display natürlich schlecht zu filmen ist, aber du hast wirklich auf der linken und auf der rechten Seite gleich eine Warnung drin, sofern dich jemand im toten Winkel überholt. Eigentlich bräuchtest du den Rückspiegel gar nicht mehr, weil er zeigt es dir wirklich komplett an, aber natürlich, klar, man muss sich ja orientieren, in den Rückspiegel schauen, auch teilweise den Schulterblick hier sozusagen immer noch machen, ist ja Verkehrsregel. Aber theoretisch in diesem Fahrzeug bräuchtest du eigentlich das Ganze nicht, denn du hast wirklich eine wunderbare Orientierung. Kommt jemand von links, ist es sozusagen rot im Head-Up-Display angezeigt. Willst du nach rechts rüberziehen, hast du auch dann ein Fahrzeug, wenn es im Weg sein sollte, auf der rechten Seite rot im Head-Up-Display angezeigt. Wunderbare Geschichte. Zack, und los geht er jetzt. Autobahn endlich mal frei, Freunde. Und jetzt gucken wir mal, wie es aussieht mit den Geschwindigkeiten. Wir sind jetzt bei 140 km/h. Er kommt so bis 130, kommt er gut aus der Hüfte. Und ja, jetzt sind wir bei 160 km/h. Ein bisschen dauert es, bis er oben ist. Und wir gucken natürlich noch mal weiter. 170 km/h. Jetzt muss ich das Lenkrad mal mit beiden Händen halten, weil der Spurhalteassistent, der drückt dich natürlich dann doch immer noch ein bisschen hier in die Spur rein. Und so richtig klar komme ich mit dem Teil immer noch nicht. Und irgendwann werde ich es natürlich schaffen. So, also 175 km/h mittlerweile erreicht, immer noch stabil. Und ihr hört an meiner Moderation, es ist total leise. Also so ein leises Auto habe ich, ja, selbst der Tucson war lauter im hinteren Bereich. Und vom Prinzip her, wie gesagt, immer noch 170 km/h. Schöne Geschichte, läuft soweit. Und wir gucken jetzt nochmal, ob wir noch vielleicht auf die 190 hochkommen. Irgendwie schauen wir mal. So, warte mal. 181, kommt wieder eine Kurve, können wir nicht ausfahren. Aber ich glaube natürlich Hyundai, dass bei den 190 sozusagen Schluss ist. Und es reicht auch fürs Elektrofahrzeug. Du verbrauchst ja viel zu viel Strom mit der ganzen Geschichte, wenn du hier ständig bretterst. Aber vom Prinzip her stabil, sauber, du kannst ordentlich fahren. Der hält dich hier direkt in der Spur mit dem Spurhalteassistent. Es ist einfach eine perfekte Geschichte. Und ich meine, heutzutage ist ja wirklich auf fast jeder Autobahn 130 und schnell fahren geht ja eh kaum noch. Aber wenn du mal schnell fahren möchtest mit dem Auto, dann kannst du das definitiv tun. Und bis zu 190 km/h ist hier alles möglich. Also eine wunderbare Geschichte, kann ich da immer nur behaupten. Und ich habe immer noch nichts zu meckern. Also selbst jetzt bei der Endgeschwindigkeit gibt es immer noch nichts zu meckern. Ja.
Wenn dich dein Tag komplett nervt und du einfach mal ein bisschen Zeit für dich brauchst, dann nimmst du dir deinen Hyundai Ioniq 5 und hängst ihn an die Ladesäule und gehst einfach ganz entspannt in den Relax-Modus. Du hast natürlich im Innenraum in der Konsole auch noch die Möglichkeit, dir Naturklänge einzustellen. Vom Kamin bis zum Wasser ist alles möglich. Und wenn du da wirklich einen stressigen Tag hast, dann legst du dich in dein Auto komplett, genießt deine freien Minuten, die du gerade hast, hörst dir absolut relax Geschichten über die verbaute Bose-Anlage hier in dem Fahrzeug an und kommst einfach mal für 15 Minuten runter, entspannst dich ein bisschen und du liegst hier fabelhaft. Also hier ist richtig Luxus in den Sitzen. Ich fühle mich total gemütlich und entspannt und du könntest dir vielleicht auch ein kleines Mittagsschläfchen machen, wenn es die Zeit erlaubt. Also diese Relax-Funktion, die Hyundai hier eingebaut hat, der Oberhammer. Jetzt wollen wir mal testen, wie es ist, mit dem Ioniq 5 in der Nacht zu fahren. Erst im Dunkeln zeigt er seine wahre Schönheit, was die verbauten LED-Scheinwerfer im Pixel-Design betrifft. Egal, ob du ihn von vorn oder von hinten anschaust, dieses Fahrzeug fällt sofort ins Auge. Er sieht so aus, als wenn er gerade aus der Zukunft auf die Erde gekommen ist. Hyundai hat bei diesem Design Mut bewiesen und wird mit stetigem Applaus der Kritiker und Fachzeitschriften dafür reichlich belohnt. Auch ich kenne niemanden, der dieses Design nicht ansprechend findet. Die beiden verbauten 12,2 Zoll Displays im Innenraum werden nachts automatisch abgedunkelt, sodass deine Augen sich komplett auf die Straße konzentrieren können. Und auch die LED-Frontscheinwerfer machen einen perfekten Job und leuchten die Straße und Umgebung sehr großzügig aus, ohne entgegenkommende Fahrzeuge zu blenden. Und beim Fernlicht ist natürlich die Abblendautomatik aktiv, falls du es mal versäumst abzublenden, sollte dir ein Auto entgegenkommen. Ich bin hier auch mal im Kreisverkehr gefahren und die Kurven sind auch für meine Ansprüche sehr gut beleuchtet und man kann alles erkennen. Man fühlt sich ein wenig wie im Flugzeugcockpit, da überall kleine Lampen und Monitore leuchten. Auch im Innenraum des Fahrzeugs haben wir eine kleine ambiente Beleuchtung in den Türgriffen und auch rings um die verbauten Bose-Lautsprecher. Alles in allem war meine Nachtfahrt für mich angenehm und entspannt. Ich konnte immer alles erkennen und nichts hat mich geblendet oder behindert beim Fahren. Und ich hätte noch ewig so weiterfahren können, nur leider brauchte ich noch etwas Akku für den nächsten Tag. Vom Fahrgefühl kann man sagen, der Ioniq 5 ist echt spitze. Mir gefällt der richtig gut, weil du sitzt etwas höher und wenn man das Fahrzeug so von außen sieht, dann denkt man normalerweise in einem Film oder bei Fotos bzw. Videos, der ist total klein. Das stimmt nicht. Der hat richtig große Innenraumwerte und der ist richtig groß. Also du kannst hier sozusagen komplett die Arme ausstrecken, du kannst dich bewegen. Es ist ein schönes Auto. Ansonsten die Sitze traumhaft, auch mit der Kopfstütze direkt in Kopf- und Nackenhöhe. Du sitzt hier wie Gott in Frankreich auf einem Sessel und du kannst Reisen machen. Das wird dich nie nerven, dass sich vielleicht irgendwann mal der Rückenschmerz plagt oder andere Dinge. Das glaube ich definitiv nicht. Du kannst die Mittelkonsole nochmal komplett verstellen, so wie du sie haben möchtest. Du kannst auf den Displays alles total scharf und sauber erkennen. Über die Kurzwahltasten hier bei der Klimaanlage machst du mit einem Fingerdruck alles kalt und mit einem Fingerdruck alles warm. Das ist das Schöne an der ganzen Sache. Du musst dich hier nicht lange reinfuchsen. Du hast wirklich 3 verschiedene Systemtasten, Media, Map und Navigation und gleichzeitig dann nochmal die Innenraum-Klimafunktion bzw. Steuerung und siehst wirklich nach ein paar Minuten komplett im Menü durch. Das ist nicht kompliziert gestaltet. Du drückst einfach die Taste, die du haben möchtest und dann funktioniert's. Das ist ein riesengroßer Wert bei diesem Fahrzeug, finde ich. Und auch so vom Feeling her, Landstraße, die wir jetzt gerade fahren, oh, ich muss 70 fahren, bin schon bei 80. Oh, ein bisschen langsamer machen, ne? Hier könnte ein Blitzer stehen. So, ansonsten ist das, wie gesagt, vom Fahrgefühl her auch mit dem Lenkrad eine unwahrscheinlich schicke Sache. Und lustig finde ich auch, dass Hyundai nicht das Logo aufs Lenkrad gemacht hat. Bei jedem Auto ist hier sozusagen direkt das Logo drauf. Bei diesem Fahrzeug ist es nicht drauf. Ist auch mal eine andere Geschichte, denn du weißt ja, dass du einen Hyundai gekauft hast, beziehungsweise hier fährst. Auch nicht schlecht, ja. Ist mal was anderes, macht nicht jeder Hersteller. Ansonsten kann man dieses Auto als absolutes Traumobjekt bezeichnen. Es gibt kaum Mängel. Du bist in Sachen E-Mobility wirklich hier komplett
überversorgt. Was hier drin ist an Elektronik und an Funktionen ist schon fast zu viel. Muss natürlich sein, denn jeder hat andere Ansprüche. Also mir persönlich ist es schon fast zu viel. Aber wenn ich was liebe, dann möchte ich das natürlich auch hier direkt im Innenraum verbaut haben. Das stimmt schon. Also bietet man komplett die volle Hütte in Sachen Ausstattung und das ist auch gar nicht mal so schlecht, denn du kaufst dieses Auto, du genießt dieses Auto, du fährst dieses Auto und du liebst dieses Auto. Was gibt es in Bezug auf Familientauglichkeit zu sagen? Eigentlich nur Gutes. Durch die Steckdosen, die hier im Innenraum verbaut sind, kannst du natürlich deinen Kiddies alles bieten, was an Entertainment möglich ist. Und gleichzeitig sind natürlich auch lange Fahrten möglich, denn du hast hier komplett die Beschäftigung. Heutzutage hat ja schon jeder mit 6 Jahren ein iPad. Das kannst du hier aufladen, das kannst du hier betreiben. Gar kein Problem, Fernseh gucken, alles möglich. Und wenn du jetzt kleinere Kinder hast, in Bezug auf Kindersitze, auch alles wunderbar. Du hast hier die passenden Halterungen dazu und gleichzeitig durch die variable Rücksitzbank kannst du wirklich auch Babysitze hinten perfekt reinmachen. Das ist alles möglich. Also familientauglich ist dieses Fahrzeug. Wenn du jetzt mit 2 Kindern unterwegs bist, deiner Freundin bzw. deiner Frau, brauchst du dir überhaupt keine Gedanken machen. Es ist wirklich total schön, dieses Fahrzeug in Sachen Familie hier zu fahren. Wo gibt's denn was zu meckern eigentlich hier beim Hyundai Ioniq 5? Und da gibt's wirklich nicht viel zu meckern und ich habe versucht, irgendwas zu meckern rauszufinden. Wie gesagt, ich bin Neuling in Sachen Elektromobilität und das Einzige, was ich sozusagen hier erstmal anders machen musste, ist in Bezug auf die Türen. Hier in den Türen sind seitliche Türgriffe verbaut, da musst du so hintergreifen, das ist gewöhnungsbedürftig mit einem Haken. Normalerweise ist das relativ einfach. Und wenn du die Tür zuziehst, musst du dann hier hintergreifen, um die Tür zuzuziehen. Das ist auch neu. Normalerweise hast du auch so einen verbauten Handgriff hier direkt in der Tür drinne, wo du einfach bloß ziehst. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Also das ist eine Sache, da gewöhnt man sich relativ schnell dran, ist aber anders als beim anderen Fahrzeug. Ansonsten fährt er super. Was soll ich meckern? Ich kann nicht meckern im Hyundai Ioniq. Warum kann ich nicht meckern? Weil hier wirklich fast alles funktioniert. Du musst auch mal überlegen, im Campingbereich ist das Ding natürlich auch der totale Hammer. 1,6 Tonnen Anhänger Nutzlast kann man hier sozusagen ranhängen. Die Anhängerkupplung gibt es im Zubehör und da muss man überlegen. Kleiner Wohnwagen hinten ran, dann hier eine rollende Powerbank und jeder Campingplatz ist deiner und du hast natürlich die optimale Stromversorgung. Du hast die Möglichkeit, dieses Fahrzeug zu betreiben mit einem Wohnwagen hinten dran und hast noch eine gute Reichweite, wenn du jetzt nicht so extrem fährst und das Auto so trittst, dass du da wirklich gut, ich sag mal so 300 Kilometer schaffst. Definitiv im Ioniq und das ist natürlich schon in Bezug auf Camping und Wochenendausflüge, hey, top. Und eine ganz spannende Geschichte sind natürlich auch die Rekuperationstasten, die hier am Fahrzeug verbaut sind. Das sind die beiden wunderbaren Tasten am Lenkrad. Und du kannst in verschiedenen Rekuperationsstufen natürlich dann auch einfach vor dich hin bremsen. Kennst du natürlich nicht vom Diesel oder vom Benziner, sondern du ziehst einfach nur die Rekuperationstaste an dich ran und je nach Einstellung, das kannst du in 5 verschiedenen Einstellungen hier programmieren, je nach Einstellung bremst er dich komplett ab in Richtung Ampel bzw. am Kreisverkehr oder bei anderen Dingen musst du nicht mehr mit dem Fuß manuell bremsen. Nein, du machst das einfach mit der Rekuperationstaste und rollst ganz entspannt an die Ampel ran und kommst dann auch definitiv gut zum Stehen. Also wenn du jetzt keinen riesen Stau hast oder andere Dinge und im normalen Stadtverkehr bist, wunderbare Geschichte, gewöhnt man sich auch sehr schnell ran an diese Rekuperationstasten. Das ist eine wunderbare Geschichte und für mich neu, klar, ich habe vorher einen Benziner gefahren und bin jetzt sozusagen hier mal auf einem E-Auto unterwegs, aber die Sache ist natürlich unwahrscheinlich schön. Rekuperationstaste, zack, einfach gezogen und dann geht's hier sozusagen ins Bremsen, ohne den Fuß zu betätigen. Wenn ihr Informationen habt über den neuen Ioniq 5 oder Fragen, dann setzt sie einfach hier direkt in meine Kommentare. Für heute war es das schon gewesen mit diesem Video. Ich bedanke mich bei euch fürs Anschauen. Gern Abo, Like oder einen freundlichen Kommentar hier direkt in meine Videobeschreibung. Ich würde mich freuen und bis dahin sage ich Tschüss, Bye Bye und Winke, Winke.
Ein ganz lieber Dank geht nochmal an die Firma ASL Lichtblau GmbH in Potsdam, Berlin und Teltow raus und an meinen Lieblingskameraassistenten Tilo, ohne den ich dieses Video nicht so schnell hätte produzieren können. Es hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht und gern bis zum nächsten Video.